Changan bringt mit dem Deepal S07 ein neues chinesisches Auto und eine neue Marke nach Deutschland. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Zuerst möchte ich euch aber meine Merch-Designs zeigen, denn mittlerweile gibt es nicht nur das herkömmliche Logo und den Elektronauten, sondern auch das Space Nebula Design, das Comic Design und das erstmal einen Reinladen Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der chinesische Autohersteller Changan konkretisiert seine Markteintrittspläne für Europa. Die Einführung des ersten Modells des vollelektrischen SUV Deepal S07 plant Changan im 4. Quartal 2024 in Norwegen, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Dafür hat Changan bereits Tochtergesellschaften in Deutschland und den Niederlanden registriert. Die Changan Automobil Deutschland GmbH hat seit Anfang September ihren Sitz in München. Als nächste europäische Märkte sollen Anfang 2025 die Schweiz, Schweden und Finnland, im Juli 2025 Großbritannien und 2026 Spanien und Italien folgen. Bis 2028 will Changan in allen wichtigen europäischen Märkten präsent sein. Dass die E-Autos der Marke Deepal in Europa verkauft werden sollen, hatte Changan schon im November 2023 angekündigt. Das Unternehmen aus Chongqing betreibt mehrere Elektroautomarken in China bzw. ist daran beteiligt. Bei Avatar ist Changan der größte Anteilseigner, ein weiterer Investor ist CATL. In China ist noch die Changan-Marke Qiyuan, auch Nevo genannt, mit E-Autos vertreten. Zudem ist Changan in China Joint Venture Partner von Ford, Suzuki und Mazda. Changan Mazda wird auch die E-Limousine EZ6 für die Weltmärkte herstellen. Der Deepal S07 ist ein absoluter Hingucker und zeigt, dass die Chinesen auch optisch auf die Kacke hauen können. Es verfügt über eine unverwechselbare Persönlichkeit und reichhaltige Details und auch der CW-Wert von 0,258 ist in seiner Klasse gar nicht mal so schlecht. Irgendwie finde ich aber, dass der Deepal S07 mit seinem scharfen Lichtdesign und durch die sportliche und windschnittige Form doch eine gewisse Ähnlichkeit zum Lamborghini Urus hat. Im Inneren erkennt man Tesla-artigen Minimalismus, denn man muss sich im Großen und Ganzen mit einem Lenkrad und einem großen 15,6 Zoll Bildschirm zufrieden geben. Man kann aber noch einen zusätzlichen 12,3 Zoll Beifahrerdisplay dazu bestellen. Obwohl es doch um einiges wohliger anmutet als beispielsweise beim Model Y, etwa durch die vom Fond aus durchgehende Mittelkonsole oder das Yachtdesign, welches sich mit markanten Linien durch die Türverkleidung, der Armatur und die Sitze zieht, welche man 10-fach verstellen kann. Außerdem gibt es für den Komfort unter anderem ein großes Panorama-Schiebedach, ein Head-Up-Display mit AR-Navigation und Wireless Apple CarPlay und Android Auto. Der Deepal S07 ist 4,75 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Damit ist das Fahrzeug so lang wie ein Tesla Model Y und der Radstand beträgt 2,90 Meter. Der Kofferraum fasst zwischen 570 und 1510 Litern, hinzu kommt ein 125 Liter großer Frunk. Bei den Antrieben bietet Changan zumindest in China 2 rein elektrische Varianten an. Der Deepal S07 520 hat einen 190 kW oder 258 PS und 320 Newtonmeter starken Heckantrieb, der mit einem 69 Kilowattstunden großen Akku von CATL kombiniert wird, für die namensgebenden 520 Kilometer Reichweite im chinesischen Testzyklus CLTC. Der Deepal S07 628 kommt dank eines 80 Kilowattstunden Akkus mit Zellen von CALB auf 628 Kilometer Reichweite, dafür liegt die Leistung nur bei 160 kW oder 217 PS. Zudem gibt es noch Versionen mit Range Extender. Am Schnelllader sind 35 Minuten von 30 auf 80% angegeben und Vehicle-to-Load-fähig ist der 07 auch. Auf 100 beschleunigt das Auto dann in 6,7 Sekunden, aber bei 180 ist dann Schluss. Auch an Assistenzsystemen hapert es beim Deepal S07 nicht, denn er kommt zum Beispiel mit Adaptive Cruise Control, Spurhalteassistent, automatischem Notbremsassistenten, Totwinkelwarner und 360-Grad-Kamera.
In China kostet der S07 umgerechnet zwischen 22.000 bis 27.000 Euro. Was Changan in Europa für das E-SUV verlangen wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, welche Antriebsversionen in Europa angeboten werden sollen, bzw. ob es Anpassungen zu den chinesischen Antrieben gibt. Schreibt mir gerne unter das Video, was ihr denkt, wie viel der bei uns kosten könnte. Wie gefällt euch der Deepal S07? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!